Die EU hat sich in eine Maschine verwandelt, die Vorschriften und Verbote produziert. Ihr Drehbuch ist eine Mischung aus Kafka und Orwell. Wir haben es mit einer Perversion der europäischen Idee zu tun. Das schreibt Norbert Bolz in einem Gastbeitrag in der Welt. Und das wollen wir uns doch einmal heute in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch dir die Übergriffigkeit der EU langsam unheimlich wird, wenn du dir Sorgen machst zum Thema digitale ID, digitaler Euro, das europäische Kontenregister, Informationsaustausch bei Krypto etc., dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser Seminar in Zürich. Da geht es genau um diese Themen und wie du dich davor schützen kannst. Und weil das Ganze natürlich auch eine große geopolitische Dimension hat, ist wieder mit dabei General außer Diensten Erich Wart, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel. Er wird dazu sprechen, wie du verhindern kannst, dass du selbst oder deine Söhne oder Enkel verheizt werden an der Front, wenn es um einen Krieg geht, in welchen uns die EU möglicherweise hineinbuxieren möchte. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu, packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Norbert Bolz hat einen interessanten Artikel geschrieben in der Welt. Er ist am 11.10.2025 erschienen und der Titel dieses Artikels lautet: Die EU ist ein Monster geworden. Einen Link dazu werde ich dann auch in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. In dem Artikel geht Bolz auf viele Themen ein, die wir auch schon auf unserem Kanal hier aufgegriffen haben. Ausgangspunkt ist so ein bisschen die EU-Chat-Kontrolle. Du hast davon vielleicht gehört, man hatte erwogen, in der EU sämtliche Nachrichten, die über Dienste wie WhatsApp oder Signal oder auch Threema versandt werden, vorher zu scannen auf verdächtige Begriffe und dann kritische Nachrichten möglicherweise direkt an die Behörden weiterzuleiten. Die EU-Chat-Kontrolle wird nicht kommen, wenigstens nicht vorerst. Und dafür ist mal ausnahmsweise die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Dadurch, dass sie sich dagegen gestellt hat, gibt es für diese Maßnahme keine Mehrheit. Die war ja schon mehrfach gescheitert. Also ein weiteres Scheitern von Ursula von der Leyen, die ja dieses Projekt stark gepusht hat. Aber die Chatkontrolle ist ja letztlich nur das jüngste Beispiel in einer langen Reihe von Beispielen, die letztlich belegen, dass die EU immer mehr zu einem Überwachungsstaat mutiert. Und hier zeichnet Bolz in seinem Artikel dann auch die Geschichte der EU nach. Alles fing letztlich an mit dem Credo nie wieder Krieg. Das war das Fundament, das war die Grundlage, das war die Idee hinter der Gründung der EU oder erstmals eigentlich der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es ging zunächst mal um Freihandel und Freizügigkeit. Das sind durchaus positive Dinge, selbstverständlich. Man muss tatsächlich sagen, die EWG und vielleicht auch noch die EG waren ein Erfolg. Doch, wie Bolz schreibt, war im Grunde genommen die weitere Entwicklung der EU dann gezeichnet durch Bürokratisierung. Heute haben wir es mit einer Perversion der europäischen Idee zu tun, so Bolz. Die EU ist eine Maschine, die unentwegt Vorschriften und Verbote produziert. Das Drehbuch ist eine Mischung aus Kafka und Orwell. Während die USA und China erfinden, konzentriert sich die EU aufs Regulieren. Denken wir zum Beispiel nur an das Thema Plastikstrohhalme. Ist ein gutes Beispiel. Darüber kann man vielleicht noch lächeln. Aber wenn wir uns dann Dinge wie den Digital Services Act anschauen, dann sollte es einem schon anders zumute werden. Denn hier geht es ja ganz klar darum, konkurrierende Meinungsbilder ganz klar zu unterdrücken. Was nicht dem Mainstream entspricht, das soll scharf reguliert werden. Das soll im Grunde genommen unmöglich gemacht werden. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Klage der EU gegen X und Elon Musk und wir erinnern uns daran, mit welchem Frohlocken viele Journalisten der Presse im deutschsprachigen Raum auf dieses Verfahren reagiert haben. Das Problem an der EU, und auch das hatte ich schon in verschiedenen Videos aufgezeigt, ist letztlich, dass die EU in ihren Organen, in ihren wichtigsten Institutionen ein großes Demokratiedefizit hat. Nehmen wir als Beispiel die von Ursula von der Leyen angeführte EU-Kommission. Die EU-Kommission ist niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Sie wird nicht vom Parlament kontrolliert, vom Europäischen Parlament, wie das ja eigentlich bei Regierungen, sagen wir mal, bei normalen Regierungen der Fall war. Die deutsche Bundesregierung zum Beispiel wird vom Deutschen Bundestag kontrolliert und ist dem Deutschen Bundestag gegenüber Rechenschaft schuldig. Die EU-Kommission ist niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Sie operiert komplett autonom, kann man sagen. Sie ähnelt daher in vieler Weise dem Politbüro während der Sowjetzeit. Das EU-Parlament, und das ist ein weiteres Beispiel für das krasse Demokratiedefizit in der EU, ist ein Parlament, das keine neuen Gesetzesvorschläge einbringen kann. Es dient lediglich dazu, Gesetzesvorschläge der EU-Kommission abzunicken.
Auch hier wieder ein reines Proforma-Parlament, wie wir das aus Sowjetzeiten kennen. Schließlich ein drittes Beispiel, die Europäische Zentralbank. Man lobt immer die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Aber ist das wirklich etwas Positives? Denken wir einmal zurück an eine besonders erfolgreiche Notenbank und das war die Deutsche Bundesbank. War die Deutsche Bundesbank unabhängig? Das war sie in der Tat. Aber sie war natürlich gegenüber dem Deutschen Bundestag voll Rechenschaft schuldig. Ja, sie war unabhängig von der Exekutive, also von der deutschen Bundesregierung, aber sie war natürlich fest integriert in die demokratische Grundordnung. Bei der EZB ist das nicht der Fall. Natürlich, sie ist unabhängig, aber sie ist viel zu unabhängig. Sie kann machen, was sie will. Die Mitarbeiter der EZB haben Immunität. Sie können nicht belangt werden, falls sie Fehler im Amt machen oder ganz bewusst Dinge herbeiführen, die dem Bürger in der EU schaden. Und dieses Demokratiedefizit ist tatsächlich ein großes Problem geworden für die EU und ihre Bürger. Und wir sehen ja auch, dass das Ganze sich immer weiter beschleunigt. Immer weitere Überwachungsmaßnahmen werden beschlossen. Dass jetzt die EU-Chat-Kontrolle nicht zustande gekommen ist, das ist vor allen Dingen dem Bürger zu bedanken, der hier Sturm geklingelt hat. Gerade die Deutschen haben bei ihren Bundestagsabgeordneten angerufen, haben E-Mails geschickt, haben Briefe geschickt. Aber das passiert ja in den meisten Fällen nicht. Denn die EU-Gesetzgebung ist staubtrocken. Kein Bürger versteht wirklich, was dort passiert. Sie ist bewusst intransparent, das Gefühl hat man zumindest, und geht daher komplett über die Köpfe der Bürger letztlich hinweg. Und somit kommt es dazu, dass hier eine Überwachungsmaßnahme nach der anderen aktiviert wird und mit der wir uns dann ganz plötzlich konfrontiert sehen. Wir haben schon viele Beispiele auf diesem Kanal angesprochen, aber nur um ein paar Beispiele zu bringen. Wir haben die Superbehörde AMLA, die jetzt gerade in Frankfurt gegründet wurde. Sie ist eine neue Stasi-gleiche Finanzaufsicht in der EU. Wir haben ab 2029 das Europäische Kontenregister. Wir haben ab 2026 DAC8, also den Kryptoinformationsaustausch, wo jeder einzelne deiner Kryptotransaktionen an das Finanzamt gemeldet wird. Wir haben Bargeldeinschränkungen bzw. Bargeldverbote. Wir haben die digitale ID. Wir haben vielleicht irgendwann den digitalen Euro. Wir haben vielleicht vielleicht sogar ein Vermögensregister. Es gibt ab 2027 Meldungen, wenn du Wertgegenstände über 10.000 Euro kaufst, zum Beispiel Schmuck, Uhren, Gold. Das ist nochmal ein Beispiel für Überwachungsmaßnahmen, die schon in der Mache sind. So, ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Mich betrifft das Ganze letztlich nicht mehr. Ich habe weder Konten noch Vermögen irgendwo in der EU und das natürlich ganz bewusst nicht. Natürlich muss man sagen, dass viele dieser Maßnahmen auch globale Trends sind. Denken wir nur an das Thema digitale ID und auch digitale Währung. Das wird es sicherlich in vielen anderen Staaten auch so geben. Aber natürlich ist es möglich, dass du dich so positionierst, dass du nicht mit Leib und Leben und deinem ganzen Vermögen in einer Jurisdiktion hängst. Und das ist ja genau das Problem, wenn du momentan in der EU lebst und in einem Land wie zum Beispiel Deutschland oder auch Österreich. Du hast dieses gigantische Klumpenrisiko. Alles, was du hast, dein ganzes Leben, deine ganze Existenz, deine Familie, dein Vermögen, dein Business, dein Beruf, alles konzentriert sich auf ein Land oder vielleicht auch zwei Länder. Das Gleiche gilt möglicherweise auch für deine Bankkonten und für deine Depots. Alles ist in einem Land. Du hast komplett in einem Land verdient dein ganzes Leben lang. Das heißt, das Finanzamt zum Beispiel in Deutschland hat eine gigantische riesige Historie für das, was du jemals verdient hast. Hier gibt es eine große digitale Akte für dich. Und wenn man genauer anschaut, wie sich die EU jetzt gerade entwickelt, wenn man auch an die technologische Weiterentwicklung denkt, wie zum Beispiel KI, die Software von Palantir, die ja vielfach von Behörden eingesetzt wird, noch nicht so sehr in der EU, aber das natürlich auch schon, dann können genau diese Datenmengen und was die Software damit macht, dann irgendwann gegen dich verwendet werden. Das ist zumindest die Befürchtung, die viele Bürger haben. Schöne neue Welt. Das ist sicherlich ein Grund, warum so viele Leistungsträger auswandern. Angenommen, du wanderst jetzt nach Dubai aus, da fängst du ja komplett von vorne an, praktisch jungfräulich. Da gibt es keine Akte über dich, da gibt es keine Informationen über dich. Das heißt, selbst wenn der Staat wollte, und Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate sagen natürlich auch viele, das ist ein Überwachungsstaat. Aber das kann dir ja im Grunde genommen egal sein. Denn wenn Dubai nur einer von mehreren Standorten ist, wenn du dort nicht dein gesamtes Vermögen hast, wenn nicht deine komplette Existenz sich dort abspielt, sondern es geografisch verteilt ist und du dich vielleicht dort nur eine gewisse Zeit des Jahres aufhältst, dann hat ja der Staat, selbst wenn er wollte, gar nicht die Möglichkeit, diese Informationen, die er über dich hat, gegen dich zu verwenden oder Steuern einzufordern oder dein Vermögen zu beschlagnahmen oder was auch immer. Das heißt im Grunde genommen, indem du mehrere Staaten gegeneinander ausspielst, indem du Vermögen diversifizierst, indem du verschiedene Staatsbürgerschaften hast, indem du verschiedene Aufenthaltsbewilligungen hast und dort wiederum Konten, Unternehmen, Stiftungen und das natürlich auch noch in Ländern, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie ihre Bürger ausnehmen und überwachen wollen. Und da gibt es ja tatsächlich viele. Wir denken gerade nur an kleinere Länder.
die ja doch gegenüber ihren Bürgern eher kundenfreundlich sind, dann hast du ganz konkrete Ansätze, um dich vor der Übergriffigkeit des Staates zu schützen. Oder wir können als Beispiel auch die USA anführen. Wenn du nicht in den USA lebst und nicht in den USA steuerpflichtig bist, dann sind die USA sicherlich ein sehr guter Standort für Konten und für Vermögen. Natürlich gibt es dort dann auch Risiken hinsichtlich des US-Dollars, vielleicht des Finanzsystems. Das will ich jetzt auch gar nicht hier in Frage stellen. Aber du verstehst das Prinzip, dort Vermögen zu haben, dort Geld zu haben, wo du nicht steuerpflichtig bist, wo der Staat kein Interesse hat, gegen dich vorzugehen, weil du ohnehin dem Staat nichts schuldest, weil du eben dort nicht steuerpflichtig bist, weil du dort nicht wohnst, weil du dort keine Ansässigkeit hast, weil du die Staatsbürgerschaft nicht hast. So, und das sind genau die Konzepte, wie du dich vor dem Monster EU schützen kannst. Das ist natürlich ein Prozess, der ist mit Aufwand verbunden, der dauert in der Regel mehrere Jahre, aber je schneller du damit anfängst, desto besser ist es. Wenn das Themen sind, die auch dich bewegen, dann würde ich mich freuen, dich auf einem unserer Seminare kennenzulernen oder ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.